Einen schönen guten Tag. Wir unterbrechen die aktuelle Sendung aufgrund einer dringenden Eilmeldung. Wie kürzlich bekannt wurde, sind verloren geglaubte Schriftstücke des berühmten Physikers Sir Isaac Newton in Cambridge gefunden worden. Mit diesen Fundstücken kann die zentrale Frage beantwortet werden, was eine Kraft ist und wie diese berechnet und dargestellt wird. Unsere Außenreporterin Rita Rapporta berichtet live vom Ort des Geschehens. Vielen Dank. Ich stehe hier live vor der Universität in Cambridge, wo gerade wichtige Schriftstücke des Physikers Sir Isaac Newton gefunden wurden. Damit ist ein Stück Geschichte für die technische Mechanik geschrieben. Denn die Schriften und das darin dokumentierte Wissen sind nicht nur für die Wissenschaftsgemeinschaft interessant. Nein, alle BürgerInnen profitieren von diesen Erkenntnissen, denn sie können sie auch auf ihr Alltagsleben übertragen. Dass sich Kräfte überall in unserer Lebenswelt wiederfinden, zeigt sich zum Beispiel im Kampf gegen die aktuelle Heuschreckenplage. In der Not wurden einfache Steinschleudern an die Bevölkerung ausgeteilt. Die Schleudern katapultieren Netze mit einem geringen Kraftaufwand in die Luft. Das Loslassen des Gummis führt gleichzeitig zu seiner Entspannung. In dem Moment ist die Beschleunigung auf die Kugel am größten. Fliegt die Kugel dann erst einmal los, kann sie ihr Werk verrichten. Das Fangnetz öffnet sich und sammelt die Tiere ein. Damit kann die Plage eingedämmt und gleichzeitig die Nahrungsknappheit ausgeglichen werden. Zum Verständnis dieses Mechanismus helfen uns die Schriften Newtons. Diese besagen nämlich, dass eine Kraft angibt, wie stark zwei Objekte aufeinander einwirken und dadurch schließlich beschleunigt werden. Das bedeutet, die Kraft ist proportional zur Beschleunigung. Aber Achtung! Eine große Beschleunigung führt nicht automatisch zu einer großen Kraft. Denn die Kraft ist auch von der Masse des Körpers abhängig. Die heutigen Erkenntnisse bestätigen damit den schon längst gehegten Verdacht, dass sich durch Krafteinwirkung die Bewegung und Form von betroffenen Körpern verändert. Im Beispiel des Bodybuilders ist das an der Bewegung der Hanteln zu sehen. Die schwere Hantel bewegt sich nur, weil ihre Masse durch das Anheben beschleunigt wird. Auf die Hantel wirkt sozusagen eine zusätzliche Kraft, die sie aus ihrer Ruhelage bringt. Die Erkenntnisse aus Cambridge zeigen auch, dass der englische Begriff für Kraft Force ist. Das ist sicherlich auch aus popkulturellen Medien bekannt. Daher kommt das Formelzeichen groß F. Und da die Kraft eine vektorielle Größe ist, wird über das F ein kleiner Pfeil geschrieben. F hat die Einheit Newton. Das geht auch auf Sir Isaac Newton zurück. 1 Newton entspricht einem Kilogramm multipliziert mit 1 Meter pro Quadratsekunde. Nach dem zweiten Newtonschen Gesetz wird die Kraft mit Masse mal Beschleunigung berechnet. Sprich, F ist gleich m mal a. Für viele Anwendungen wird nicht die vektorielle Schreibweise verwendet. Da reicht die betragsmäßige F ist gleich m mal a ohne die Pfeile. Und zwar dann, wenn die Richtung der Kraft und der Beschleunigung übereinstimmen. In dem Beispiel der Schleuder werden die Auffangnetze durch die Kraft der Hand bzw. durch die Entspannung des Gummis beschleunigt. Zur Darstellung dieser Kraft wird ein Vektor in Form eines Pfeils genutzt. Der Vektor hat einen Angriffspunkt. Das ist die Stelle, an der die Kraft auf die Kugel wirkt. Außerdem liegt es auf einer gedachten Linie, welche die Wirkrichtung der Kraft anzeigt. Deswegen wird diese auch als Wirkungslinie bezeichnet. Die Pfeilspitze zeigt die Ausrichtung der Kraftwirkung auf dieser Linie an. In diesem Fall wirkt sie nach rechts. In einem Koordinatensystem mit entsprechendem Maßstab kann über die Pfeillänge auch der Betrag angegeben werden. Das ist die Größe, mit der die Kraft wirkt. Im Fall der Schleuder wären das 110 Newton. Ein Kraftaufwand, der maximalen Fangerfolg garantiert. Die Schleudern zeigen bereits erste Erfolge im Kampf gegen die Insektenplage. Daran ist unweigerlich zu erkennen, welch große Bedeutung dieser sensationelle Fund über die Kraft mit sich bringt. Und damit zurück ins Studio. Die ganze Welt schaut heute nach Cambridge und versucht einzuordnen, welchen Stellenwert dieser Sensationsfund einnimmt. Falls Sie jetzt erst dazugeschaltet haben, hier nochmal die Erkenntnisse des heutigen Tages im Überblick. Eine Kraft gibt an, wie stark zwei Körper aufeinander einwirken. Kräfte können wir über einen Vektor, also einen Pfeil, grafisch darstellen. Die Wirkung ist abhängig von der Richtung, dem Angriffspunkt und dem Betrag, also der Größe der Kraft.
Wollen Sie die einwirkende Kraft berechnen, müssen Sie die Formel F ist gleich m mal a anwenden, also Masse mal Beschleunigung. Die Kraft wird dann natürlich nach ihrem Entdecker, also in der Einheit Newton, angegeben. Und nun zum Wetter.